Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es hier drum, um dieses wunderschöne Lavamaterial. Das erstellen wir heute. Und es ist eine Kopie von einem anderen Video. Ich habe es ein bisschen angepasst auf meine Bedürfnisse, wie ich das schön finde. Und das Originalvideo verlinke ich euch in der Videobeschreibung, damit ihr euch das auch anschauen könnt. Und damit fangen wir jetzt direkt an und legen los. Dann starten wir mal, indem wir unsere alte oder eine Datei öffnen, die wir schon einmal erstellt hatten. Und zwar nehme ich hier das Detailed Wood und Open. Und dann haben wir hier unsere Sphere, unseren Hintergrund und Beleuchtung, Kamera. Dann gehen wir auf Shader, sagen X für Material weg. Dann gehen wir auf den Render View, drücken 0, damit wir auf unsere Kugel gerichtet sind und sagen neu. Und das Material nennen wir dann Lava. So. So. Dann fangen wir an und wir geben ihm eine Farbe, die wir fast komplett schwarz machen. So, dann Metallic lassen wir, Roughness lassen wir, IOR lassen wir und Alpha lassen wir auch. Damit haben wir unseren Grund, unseren Boden, unsere Grundfarbe. So, um das dann anzupassen, fügen wir dann einen Mix Shader hinzu. Und da kommt die Principal BSDF auf den unteren und auf den oberen setzen wir eine Emission Shader. Und den Emission Shader geben wir mit Black Body eine Temperature, also eine Temperatur von der Farbe her. Und dann, um zu entscheiden, was hier Emission ist und was dann normal ist, geben wir dann als Faktor eine Mass-Node hinzu und sagen dann ab in den Faktor. Und hier nehmen wir dann eine Ambient Occlusion und die setzen wir in 1 und setzen genau und den setzen wir auf 0. Den lassen wir auf Add und dann fügen wir jetzt ein Displacement hinzu. Ein Displacement. So. Und den füttern wir mit einer
Noise Textur. So, und jetzt passiert Folgendes: Das, was quasi Displacement hat, wird anders von der Farbe beansprucht. Das hängt mit der Ambient Occlusion zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ja auch nur eine Kopie ist, aber ich fand das Ergebnis super geil. Und hier kann man dann Sachen einstellen noch. Wir nehmen einen Scale von 3, jetzt in meinem Fall, und ich möchte eine Distortion von 0,5. Und dann müssen wir jetzt noch auf Material, Settings, Bump Only, auf Displacement and Bump gehen. Und dann sehen wir, dass das ein bisschen viel ist, und dann gehen wir mal hier auf 0,8. Detail gehen wir bis auf 15. 2, den Rest lassen wir so. Und wir nehmen noch 4D, weil 4D kann man dann zum Animieren nehmen, dass das Ganze sich dementsprechend bewegt und verarbeitet. Und hier kann man dann zum Beispiel Hashtag Frame 5. Und wenn wir jetzt auf Play drücken, wird das sich bewegen, ist aber jetzt viel zu schnell. Und dann machen wir noch einmal und sagen dann nicht 5, sondern 500. Und so ist unser Lava animiert und es bewegt sich. So, dann haben wir das. Genau. Damit ist unser Material im Grunde schon fertig. Eigentlich relativ simpel. Wie gesagt, es ist eine Kopie von einem anderen. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und könnt ihr genauso benutzen von mir oder von dem anderen und dann dementsprechend als Material verwenden. Was ich jetzt noch möchte, was in dem anderen Video nicht war, ich möchte das noch zusammenfügen in einer mache ich einen Group Input hier. Und den nennen wir jetzt dann Lava. Und hier Shader. So. Dann gehen wir mit Tab wieder zurück und machen Eingänge. Als erstes nehmen wir die Temperature, gehen dann hier auf Group und die Temperature lassen wir so, und wir sagen allerdings Min wird 800, lassen wir 12.000, lassen wir auch.
also die Standardwerte. Dann kommt Temperature Strength, das ist hier. Das heißt, je nachdem wie stark wir das machen, können wir das beeinflussen. Und es wird dunkler oder heller, bis wir dann von ganz schwarz oder ganz hell sind. Okay, damit nehmen wir den rüber und sagen nennen wir Temperature Strength. Dann der nächste nehmen wir, Moment, ich nehme nochmal weg, weil wenn ich den jetzt hier hoch drehe oder runter drehe, können wir damit die Strengths noch ein bisschen variieren. Und da sagen wir, das ist dann Variation Strengths. Dann nehmen wir die Base Color. So, bloß bei der Variation Strengths nehmen wir einfach Minimum ist -1 und Maximum ist 1. Das möchte ich so abändern. Dann die Temperature will ich von 0 bis 50, weil sonst wird das zu viel. Einfach nur ein paar Grenzen zu setzen. Dann kommt als nächstes W und den nenne ich dann W4D. So, den lassen wir wie er ist. Dann nehmen wir hier den Noise Scale und den nennen wir dann Displacement Noise Scale. Da können wir dann sagen, das Ganze unterschiedlich machen, wie rau das dann am Ende ist. Dann die Distortion und da nehmen wir das. So. Und dann fehlt nur noch der Scale vom Displacement. Und den nennen wir dann Displacement Scale. So. Displacement Scale möchte ich von 0 bis 1. Dann die Noise mache ich von -1 zu 1 und die Noise Scale mache ich von -5 bis 5. Damit habe ich die Werte geblockt in der Scale, also in der Skalierung, und man kann dann nicht mehr drüber gehen, und da könnt ihr für euch noch ein bisschen dann ausprobieren, was ihr da lieber habt, was ihr da machen möchtet. Wenn ich nämlich jetzt Displacement Noise
Scale jetzt mache, ich kann maximal bis 5 und maximal bis -5 und so sind wir dann geblockt und das ist für manche Situationen sehr cool und in diesem Fall möchte ich das einfach so mitnehmen. So, damit haben wir das Material und den Group Input mit dem Shader quasi alles erstellt und ja, Label, den nennen wir dann noch Lava. Und damit sind wir hier komplett. Dann speichern wir das mal, Save As und dann so, Lava Material. Punkt. Save. So, wie gesagt, damit ist das Material fertig. Jetzt möchte ich das dann noch wieder zu meinen allgemeinen Materialien hinzufügen. Gespeichert ist es. Dann sage ich jetzt Open und dann meine Asset Library und hier meine Materialien. Und dann füge ich ein neues hinzu und sage jetzt hier den Shift D 3 Y minus. Okay. Und dann mache ich von dem hier das Material entfernen und sag mal eben speichern. Save. Dann machen wir hier eine neue Collection. Die nennen wir Lava. Oder nehmen wir Ground. Und dann nehmen wir den, schieben den rüber und nennen den Lava. Oder machen wir Lava 1. Okay, dann speichern wir noch einmal ab und dann um das Material zu bekommen, gehen wir auf Append, dann auf unser Lava-Material, Material, Lava, dann gibt und wenn wir dann jetzt hier auf Lava gehen, sehen wir gerade 0, hat nicht, die anderen sind alle vergeben. Und dann haben wir hier unser Lava-Material. Gut, dann speichern wir noch einmal ab. Save. Und dann fügen wir das Material mal in die Asset Library hinzu. Dann gehen wir hier auf den Asset Browser. Wir markieren das Ganze als Asset. Dann haben wir es hier. Gehen wir auf unsere Library, Material plus Ground und fügen es hinüber. Jetzt ist es hier. Wir speichern, dann speichern wir hier oben auch nochmal und damit haben wir es fertig.
hier haben wir nichts mehr drin. Jetzt können wir auch wieder auf All Libraries gehen. Und hier hätten wir unsere Lava drin. Ich müsste mal von jedem Material, was wir bis jetzt erstellt haben, vernünftige Bilder machen und dann vernünftige Bilder hinterlegen, dass das sauberer aussieht. Aber so sind wir jetzt schon relativ weit mit unseren Materialien oder haben schon einiges erstellt. Okay, jetzt kann man halt eben sagen, wir machen eine neue. Da können wir dann einfach unser Lava drauffügen. Jetzt muss man hier wieder dran denken, dass man dann hier sagt, Settings. Oh, Displacement in Bump funktioniert. Subdivide. So. Brauchen wir halt eben ein bisschen Geometrie. Und dann funktioniert das. Auch hier mit unserer Lava. So, das war's dann für heute. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr könnt damit was anfangen. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, tschüss. Ah, und vergesst nicht, einen Daumen da zu lassen oder den Kanal zu abonnieren. Bis dann, ciao.